erklären wir das Unerklärliche? Diese Frage hat zahlreiche Mythen, religiöse Praktiken und wissenschaftliche Studien inspiriert. Aber die Zen-Buddhisten, die vom 9. bis 13. Jahrhundert in China praktizierten, stellten eine andere Frage. Warum brauchen wir eine Erklärung? Für diese Mönche war das blinde Suchen nach Antworten ein Laster, und die Geheimnisse der Existenz zu akzeptieren, war für sie der wahre Weg zur Erleuchtung. Aber den Drang zu bekämpfen, Unerklärliches zu erklären, kann schwierig sein. Um zu üben, mit Rätseln zu leben, benutzten die meditierenden Mönche eine Sammlung von knapp 1700 verwirrenden, zweideutigen philosophischen Gedankenexperimenten, Koans genannt. Der Name, ursprünglich Gong-an auf Chinesisch, bedeutet öffentlicher Aushang oder Prozess. Aber im Gegensatz zu realen Gerichtsprozessen waren die Koans gewollt unverständlich. Sie waren verblüffend, surreal und widersprachen sich oft selbst. Oberflächlich betrachtet waren sie Sprichworte über den klösterlichen Kodex des Zen-Buddhismus, wie etwa ohne physische und geistige Anhaftungen zu leben, nicht binär zu denken oder die eigene Buddha-Natur zu erkennen. Aber durch die Darstellung als unlogische Anekdoten wurden sie zu Tests, die den Mönchen helfen sollten, mit Mehrdeutigkeiten und Paradoxien zu leben. Durch Analyse der verwirrenden Texte konnten sie buddhistische Lehren verinnerlichen und praktizieren. So sollten sie die Suche nach der einen wahren Antwort loslassen und einen spirituellen Durchbruch erzielen. Da die Geschichten absichtlich unerklärbar sind, wäre es verfehlt, wenn wir hier versuchen, sie zu entschlüsseln. Aber wie die Mönche vor uns können wir gemeinsam über sie rätseln und untersuchen, wie resistent sie gegen simple Erklärungen sind. Betrachte einmal diesen Koan, der die Praxis der Nichtanhaftung veranschaulicht. Zwei Mönche, Tansan und Ekido, sind auf einer matschigen Straße unterwegs. Vor ihnen sehen sie eine attraktive Reisende, die den Morast nicht durchqueren kann. Tansan bietet höflich Hilfe an, trägt die Reisende auf dem Rücken über die Straße und setzt sie ohne ein Wort ab. Ekido ist schockiert. Laut Klostergesetz dürfen Mönche sich Frauen nicht nähern, geschweige denn eine schöne Fremde berühren. Nach kilometerlangem Marsch kann Ekido nicht mehr an sich halten. »Wie konntest du diese Frau tragen?« Tansan erwidert lächelnd, »Ich habe sie doch dort gelassen. Trägst du sie etwa noch?« Wie alle Koans hat diese Geschichte zahlreiche Interpretationen. Eine gängige Lesart besagt, dass Ekido, obwohl er die Reisende nie körperlich berührt hat, gegen das Klostergesetz verstieß, indem er sich geistig an die Frau klammerte. Diese Art von Konflikt, der die Grauzone zwischen Wortlaut und Geist eines Gesetzes untersucht, war in Koans üblich. Die Koans beleuchteten nicht nur mit Mehrdeutigkeiten, sondern verspotteten auch oft Figuren, die behaupten, ihre Umwelt vollständig zu verstehen. Ein Beispiel: 3 Mönche diskutieren über eine im Wind flatternde Tempelfahne. Der erste Mönch spricht von der Fahne als bewegtem Tuch, während der zweite Mönch darauf besteht, dass sie nicht die Fahne, sondern den Wind in Bewegung sehen. Sie streiten sich, bis sich schließlich der dritte Mönch einmischt. Es ist weder die Fahne, die sich bewegt, noch der Wind, der weht, sondern die Bewegung eurer Gedanken. Einer Interpretation nach wird hier die vermeintliche Weisheit der streitenden Mönche verspottet. Der erste betont die Bedeutung der beobachtbaren Welt, der zweite favorisiert das tiefere Wissen, das sich daraus ableiten lässt. Aber die Fixierung der Mönche auf ihre eigene Antwort macht sie blind für die Einsicht des anderen und verstößt damit gegen ein wesentliches buddhistisches Ideal, die Abkehr vom binären Denken. Der dritte Mönch identifiziert ihren Konflikt als Wahrnehmungsproblem, da die beiden Streitenden das Gesamtbild nicht sehen. Natürlich deuten diese Interpretationen nur an, wie man sich mit diesen Koans auseinandersetzt. Weder die Weisheit der praktizierenden Mönche noch die vermeintlich weisen Figuren in den Rätseln können diese für dich auflösen. Das liegt daran, dass die Koans nicht beabsichtigen, eine einfache Lösung zu bieten. Es ist die Auseinandersetzung mit solch paradoxen Rätseln, die unser Verlangen nach einer Lösung und unser Verständnis des Verstehens selbst in Frage stellt. Erweitere deinen Horizont mit diesen Videos und abonniere unseren Kanal. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.